Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Teil meiner Wig Basics Series. Unglaublich, es ist schon über ein Jahr her, dass wir hier den letzten Teil gedreht haben. Es wird also höchste Zeit und ich hoffe, ihr freut euch mindestens genauso sehr wie ich. Heute möchte ich euch gerne meine Perückenroutine zeigen, also wie ich meine Perücken wasche, kämme und anschließend pflege. Ich wünsche euch viel Spaß! Zunächst einmal benötigt ihr einen großen Eimer oder eine Schüssel mit lauwarmem Wasser. Nehmt hier bitte niemals heißes Wasser, vor allem nicht bei gelockten Perücken, es sei denn, ihr wollt eure Perücke glätten. Anschließend gebt ihr einige Spritzer Shampoo zum Wasser und verteilt dieses gründlich, bis es leicht schäumt. Ich benutze seit Jahren die Pflegeserie von Ellen Wille, die speziell für synthetische Perücken entwickelt wurde. Legt nun eure Perücke in das Wasserbad und lasst alles für ca. 10 Minuten einwirken. Ich wasche meistens gleich mehrere Perücken auf einmal, um etwas Zeit zu sparen. Wenn eure Perücke etwas rauere Haarfasern hat oder sich diese im Laufe der Zeit schon etwas abgestumpft haben, könnt ihr die eben gezeigte Prozedur mit frischem Wasser und dem Perückenbalsam wiederholen und ihr so zu neuem Glanz verhelfen. Ihr könnt eure Perücke nun unter fließendem, lauwarmem Wasser ausspülen. Ich nutze hierbei meistens meinen Perückenständer und einen Styroporkopf und stelle alles in die Dusche bzw. Badewanne, um die Fasern beim Ausspülen nicht unnötig zu verknoten. Achtet hierbei aber auf jeden Fall darauf, die Perücke mit langen Stecknadeln zu befestigen. Sollte es sich um eine Lacefront-Perücke handeln, solltet ihr die Nadeln im Basecap feststecken und nicht im Stoff, da sich hier bei zu hoher Belastung schnell kleine Löcher bilden können. Spült die Perücke gründlich aus, bis keinerlei Rückstände mehr zu spüren sind und lasst sie einige Minuten in der Dusche, bis das meiste Wasser abgeflossen ist. Theoretisch könnt ihr die Perücke komplett auf dem Kopf trocknen lassen. Wenn ihr es eilig habt, würde ich euch aber empfehlen, die Perücke auf ein Handtuch zu legen und mit einem zweiten Handtuch gründlich abzutupfen. Danach lege ich ein zweites Handtuch oben drauf und lege alles unterhalb meiner Heizung zum Trocknen aus. Achtet hierbei aber zwingend darauf, das Cap eurer Perücke nicht platt zu drücken, andernfalls bekommt ihr hier schnell einen unschönen Knick, der sich später beim Tragen abzeichnet. Für eine noch schnellere Trocknungsphase könnt ihr das Cap auch zusätzlich mit Zeitungspapier oder Küchenrolle ausstopfen. Nachdem eure Perücke komplett getrocknet ist, solltet ihr sie wieder auf euren Perückenkopf stecken und gut fixieren. Unser erstes Werkzeug sind unsere Hände. Ja, richtig gehört, unsere Hände. Das sogenannte Fingercombing ist sehr wichtig, um zunächst kleinere Knoten zu lösen und die Haarfasern beim späteren Kämmen nicht zu beschädigen. Ihr solltet euch auch hier immer von unten nach oben arbeiten, bis ihr die gesamte Perücke grob bearbeitet habt. Kämmen solltet ihr eure Perücke im Übrigen am besten nach jedem Tragen und sie anschließend gut verpacken. Nun können wir die Perücke mit einem grob zinkigen Kamm durchkämmen. Ich persönlich benutze hierfür Plastikkämme, generell eignen sich Holzkämme aber auch sehr gut, da sich die Fasern nicht statisch aufladen. Hierbei solltet ihr die einzelnen Strähnen in Sektionen bearbeiten und anschließend mit Klammern wegstecken, um den Überblick zu behalten. Arbeitet euch so langsam durch die gesamte Perücke. Solltet ihr einmal einen Knoten bemerken, der sich nicht lösen lässt, solltet ihr auf keinen Fall mit Gewalt weiter kämmen, sondern den Knoten lieber mit einer Haarschere entfernen. Für ein perfektes Finish geht es nun zum letzten Schritt. Ich benutze abschließend immer den Spray Conditioner von Ellen Wille. Der riecht nicht nur sehr gut, sondern sorgt auch dafür, dass sich die Perücke beim Tragen nicht so schnell verknotet. Sprüht einfach einige Pumpstöße auf eure Perücke und kämmt sie anschließend gründlich mit einer Perückenbürste durch. Hier solltet ihr auf jeden Fall eine Bürste ohne Kugelköpfe verwenden. Wie ihr seht, laufen die Plastikborsten sehr spitz zu und sind unglaublich elastisch und weich. So werden eure Haarfasern während des Bürstens nicht beschädigt. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Tutorial gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure eigenen Produkte, die ihr so benutzt und von denen ihr überzeugt seid, unten mal in die Kommentare schreibt, denn ich kann natürlich immer nur über das berichten, was ich selber im Laufe der Zeit getestet habe. Falls ihr jetzt noch weitere Grundlagen zum Thema Perücken lernen wollt, schaut doch einfach mal in meiner Playlist vorbei. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.